Moin Leute, das waren jetzt 6 Minuten und 15 Sekunden für den Aufbau meines kompletten Setups für die Livestreams. Ihr habt danach gefragt, ihr wolltet noch mal im Detail sehen, was ich hier alles benutze, und deshalb gibt es heute noch mal ein Video, wo ich euch Schritt für Schritt noch einmal erkläre, aus was für Komponenten unser Livestream-Setup besteht, welches wir hauptsächlich einsetzen, wenn wir im Hamburger Hafen unterwegs sind. Das heißt, stationär irgendwo an einer Stelle, um dann so ein bisschen den Schiffsverkehr streamen zu können. Los geht es natürlich mit einem anständigen Stativ. Das ist das Wichtigste. Also am Stativ sollte man nicht sparen. Deshalb ist es auch hier ein richtig gutes Videostativ, Dreibein, Carbon mit so einer Spinne am Boden. Und ganz wichtig natürlich ist ein anständiger Videoneigekopf. Ganz einfach deshalb, weil wir in den Streams doch verhältnismäßig viel hin und her schwenken und auch die Kamera neigen. Und das muss einfach super soft gehen. Aus dem Grund habe ich hier auch einen zweiten Griff angebaut, weil es einfach bei der Schwenkerei etwas angenehmer ist, wenn man die zweite Hand noch zur Hilfe nehmen kann. Das Herz des ganzen Streamings ist natürlich hier, was ihr in der Mitte seht, die YOLO-Box. Die YOLO-Box, da gibt es schon ein extra Video drüber, in dem ich euch erklärt habe, was die eigentlich alles kann. Da will ich jetzt gar nicht weiter im Detail drauf eingehen. Die YOLO-Box, die ist hier am Stativ mit einer Superklempe befestigt, und daran wiederum habe ich so einen kleinen Kugelkopf geschraubt, um das Ganze hier direkt am Stativ befestigen zu können. Was die Klemmen angeht, da habe ich so ein bisschen alles zusammengewürfelt, was ich rumliegen hatte. Kann sein, dass es da die eine oder andere bessere Lösung gibt. Aber ich finde es ganz angenehm, wenn die Box hier direkt am Stativ ist. Das heißt, wenn ich davor stehe, dass ich dann auch sehe, was da passiert. Damit ich die YOLO-Box ordentlich befestigen kann, ist die in so einem Cage drin. Dieser Cage, der ist von YC Onion. Wenn ihr danach googelt, findet ihr den eigentlich relativ schnell. Ein Punkt, den ich bei der YOLO-Box festgestellt habe, ist, sie kommt ein bisschen an ihre Grenzen, was Rechenpower angeht, wenn man zu viele Eingänge benutzt. Das heißt, wenn man wirklich alle 3 HDMI-Eingänge und auch noch den USB-Eingang benutzt und dann auch mit 60 Bildern die Sekunde streamen möchte, dann wird es irgendwann ein bisschen ruckelig. Und aus dem Grund habe ich mein Setup mittlerweile auf 2 Kameras reduziert. Was ich genau mit der zweiten Kamera mache, da komme ich gleich zu. Aber den Anfang macht natürlich erstmal die Hauptkamera. Das ist hier oben so ein schöner Oldschool Camcorder, wie man den vielleicht noch aus den 90er Jahren oder Anfang der 2000er kennt. Ja, warum so ein Camcorder? Der Grund ist eigentlich relativ einfach. So ein Camcorder ist einfach aufs Filmen ausgelegt. Das heißt, der hat einen motorisierten Zoom, den ich hier oben über die Wippen an den Griffen bedienen kann, oder aber hier über so eine zusätzliche Fernbedienung, die ich an den Griff des Stativs geschraubt habe. Und das ist halt einfach super angenehm, wenn man hier am Schwenken ist. Man hat beide Hände an dem Griff und kann dann hier mit dem Daumen sehr schön soft rein und rauszoomen. Und dafür eignet der sich einfach ganz hervorragend. Außerdem hat er halt einen 20-fach Zoom. Das heißt, man kommt wirklich richtig nah ran. Das ist halt so der Hauptgrund dafür. Was ich noch zu dem Camcorder sagen möchte, das ist übrigens ein Canon XA60. Der hat 2 Punkte, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Das eine ist das Thema Beugungsunschärfe. Das heißt, wenn man bei dem Camcorder die Blende ganz weit zumacht, dann wird das Bild leicht unscharf. Am besten ist es, habe ich herausgefunden, wenn man ihn mit Blende 4 betreibt und dann aber die Helligkeit über einen zusätzlichen Graufilter regelt. Das heißt, vorne drauf habe ich noch mal so einen variablen ND-Filter, über den ich dann entsprechend die Helligkeit reguliere. Ein Punkt, und das geht jetzt einmal raus an Canon, da bin ich echt ein bisschen angepisst. Dieser Camcorder kann in der europäischen Version, in der PAL-Version, nur mit 25 oder 50 Frames die Sekunde filmen. Wenn man 30 und 60 Frames die Sekunde haben möchte, muss man bei Canon ein Software-Update kaufen, und das lassen die sich mit über 500 € bezahlen. Also da muss ich echt mal sagen, Canon, das ist scheiße. Es gibt natürlich auch eine US-Version von dem Camcorder, der hat dann von vornherein 30 und 60 Frames, aber den gibt es halt leider nicht ohne weiteres in Europa zu kaufen. Ja, und die Geschichte ist,
Streaming, gerade auf YouTube, läuft halt immer mit 30 oder 60 Frames. Das heißt, selbst wenn man mit 25 Frames zu YouTube streamt, dann rechnet YouTube das auf 30 Frames um und dann ruckelt die ganze Geschichte. Also an der Stelle, ja, das ist so ein bisschen der Nachteil an dem Gerät. Auf dem Camcorder habe ich hier oben ein Richtmikrofon, was ich einfach dazu benutze, um ein bisschen Umgebungssound aufzunehmen. Das Schöne an dem Camcorder ist, der hat hier 2 XLR Toneingänge. Einen Eingang nutze ich hier für dieses Umgebungsmikrofon, um einfach so ein bisschen Umgebungsgeräusche aufzunehmen. Und den zweiten Eingang, den habe ich hier mit einem alten iPhone verbunden. Das ist wirklich so ein altes 10er iPhone, was ich noch rumliegen hatte. Und das benutze ich eigentlich als Soundboard. Also auch nur als Soundboard, denn wenn jetzt zum Beispiel jemand im Chat was spendet oder so, dann haben wir so eine Kleinigkeit, dass wir Schiffshörner abspielen. Und das mache ich einfach hier über das Handy. Außerdem kann ich hier auf dem iPhone dann auch noch mal den Chat mitlaufen lassen. Da erkennt man den Chat einfach noch mal so ein bisschen besser als auf der YOLO-Box. Die YOLO-Box kann das ja auch mit dem Chat, ist da aber so ein bisschen eingeschränkt. Hatte ich auch in dem anderen Video erzählt. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu der zweiten Kamera. Als zweite Kamera benutze ich hier auch einfach mein iPhone. Also das ist mein ganz normales iPhone, was ich so auch tagtäglich benutze. Habe ich hier mit so einem RAM-Mount befestigt und am Ende befindet sich so eine Peak-Design-Befestigung. Diese Peak-Design-Befestigung finde ich ganz gut, weil die halt sehr praktisch sind. Könnt ihr natürlich alles Mögliche nehmen. Also es gibt ja zig Befestigungen. Wie gesagt, das ist so mein Sammelsurium. So, die zweite Kamera, seht ihr aber, ist, tada, kabellos. Und das heißt, die kann ich im Zweifelsfall auch mal nehmen, um irgendwo in meiner Umgebung zu filmen. Genauso kann ich mit der zweiten Kamera ja zwischen den einzelnen Objektiven umschalten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kamera hier fest drauf habe und ich möchte im laufenden Betrieb so einen Mega-Schwenk machen, von links nach ganz rechts rüber. Das sieht für den Zuschauer nie schön aus, so krasse Schwenks. Dann kann ich hier einfach auf der YOLO-Box auf die zweite Kamera schalten, schwenke voll rüber und wenn ich den Schwenk gemacht habe, schalte ich wieder zurück auf die Hauptkamera. Außerdem habe ich hier auch die Möglichkeit, auf die Selfie-Kamera zu gehen und ja, mit der Selfie-Kamera kann ich mich dann einfach auch mal selber zeigen, wenn da irgendwie Bedarf besteht. Und mit dieser Lösung, finde ich, habe ich es eigentlich ganz gut gelöst, auf 2 Kameras runterzukommen, denn ich habe im Prinzip 3 Brennweiten hier nach vorne und die Selfie-Kamera und deshalb belege ich nur noch einen HDMI-Port an der YOLO-Box für die zweite Kamera, so dass ich insgesamt 2 HDMI-Ports hier verwende und das kriegt die YOLO-Box mit Rechenpower wirklich problemlos hin. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie hat er das hinbekommen, dass hier überhaupt keine Kabel sind? Habe ich lange nachgesucht nach einer Lösung und sie war am Ende ganz einfach. Ich verwende hier einen Streamstick. Dieser Streamstick ist von der Firma Roku. Das ist normalerweise so ein Ding, was ihr an euren Fernseher anschließen könnt und dann könnt ihr darüber Netflix gucken, YouTube, alles Mögliche. Also wie ihr das so kennt, wie auch so ein Apple TV. Das Schöne ist, dieser Streamstick, der ist schön klein. Den kann ich auch einfach über eine Powerbank mit Strom versorgen und er unterstützt AirPlay. Und das ist am Ende einfach der Trick. Das heißt, ich habe hier eine Kamera-App drauf, die nennt sich Shoot. Diese Kamera-App, die kann per AirPlay das Signal auf den Streamstick übertragen. Und so habe ich dann ja, eine kabellose, komplette Freihandkamera. Und das ist schon ganz cool. Natürlich kann man alternativ, wenn man das mit dem Streamstick nicht machen möchte, auch einfach hier einen HDMI-Adapter anschließen und das iPhone dann über ein Kabel verbinden. Das ist auch sogar von der Qualität noch ein bisschen besser. Ich muss dazu sagen, über AirPlay habe ich manchmal so ein bisschen Artefakte im Himmel. Also die Bildqualität, die ist nicht perfekt. Wenn es auf Bildqualität ankommt, dann einfach ein Kabel nehmen. Wenn man was Kabelloses haben möchte, dann ist eventuell diese Lösung mit dem Streamstick ganz gut. Ja, und im Grunde genommen war es das eigentlich schon mit dem Hauptsetup. Das Ganze muss natürlich mit Strom versorgt werden. Und für die Stromversorgung habe ich hier einfach 2 große Powerbanks. Die sind auch wieder
ja, einfach mit Klemmen befestigt. Die Klemmen habe ich auch rumliegen gehabt, irgendwie zusammengeschraubt. Ja, und das ist im Grunde genommen das ganze Setup. Das Einzige, was ihr jetzt nicht gesehen habt, es fehlt natürlich noch ein Mikrofon, also wenn ich selber sabbel. Aber dieses Mikrofon, das benutze ich hier gerade für dieses Video. Normalerweise steckt das hier noch an der Seite und wird dann einfach mit dem Kabel in die YOLO-Box geklemmt. Ja, und das war es im Großen und Ganzen. Das ist der aktuelle Stand meines Setups. Ihr seht, das ist eigentlich gar nicht so wild, wie es aussieht. Das Schöne an der Geschichte ist, ich kann dieses Setup auch im Zweifelsfall nehmen und da es nicht irgendwie verbunden ist, kann ich damit jetzt einfach meinen Standort wechseln, kann also einfach damit durch die Gegend rennen, zumindest in gewissem Maße. Ja, ich hoffe, das war so ein bisschen hilfreich. Ich konnte damit die ein oder andere Frage beantworten, was wir hier so für Lösungen gefunden haben. Und freue mich natürlich über euer Feedback und über eure Kommentare. Also falls ihr da noch irgendwas wissen wollt, dann einfach unter das Video damit. Tschüss Leute.